Also nennen wir es dann eine Affäre? Was immer du willst. Hallo, Oliver. Papa ist da. Oh. Wir müssen jetzt los. Sonst verpassen wir unser Flugzeug. Ich wünsche euch alles Gute. Es soll Menschen geben, die träumen in Schwarz-Weiß, ohne Ton. Und wenn sie aufwachen, haben sie alles vergessen. Bei mir ist das anders. Meine Träume sind bunt und voller rätselhafter Bilder und Gleichnisse. Was ist denn los? Nichts. Ich habe meine Träume immer ernst genommen. Für mich sind das Botschaften, die auch immer einen Sinn ergeben. Was will mir dieser Traum sagen? Vielleicht solltest du die ganze Sache einfach nicht so verkrampft sehen. Und Christian noch ein bisschen Zeit geben. Ich meine, Lilly ist gerade ein paar Tage weg. Und jeder geht mit seiner Trauer anders um. Wenn er wenigstens mit mir drüber reden würde. Aber jedes Mal, wenn das Thema Kinder auf den Tisch kommt, streiten wir uns. Ich verstehe Olli einfach nicht mehr. Warum kann nicht einfach alles sein wie früher, ohne Lilly? Waren wir auch glücklich. Auch ohne Kind. Na, Olli, hast du auch schon mal drüber nachgedacht, weshalb du so eine große Sehnsucht nach einem Kind hast? Was soll denn das jetzt? Eine Frau hättest du sowas nie gefragt. Na, es kommt drauf an. Worauf denn? Ob ich den Eindruck hätte, dass sie damit irgendeine Leere zu füllen sucht. Vermutlich hat die Zeit mit Lilly für ihn alles verändert. Vor allem er hat sich verändert. Oh. Und dir ist klar, worauf du dich da einlässt? Ein streitendes Ehepaar und ein Bauarbeiter, der überall sein Chaos verbreitet? Noch kannst du zurück. Ich ziehe noch heute ein. Und wegen Olli. Ich bin mir sicher, dass kein Paar diese Situation ohne Krise überstanden hätte. Ich gehe dann mal. Ach, übrigens, das schickt meine Schwester Henriette für Christian und dich. Du bist freiwillig zu Mama nach Meppen gefahren? Olli, du weißt, dass wir uns seit eurer Hochzeit gut verstehen. Und außerdem hatte ich mal wieder Sehnsucht nach unserem guten alten Meppen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ne? Danke, dir auch. Achtung! Vorsicht. Ach, Helena. Ich dachte, du wärst mit Andi in Paris. Er ist ohne mich gefahren. Ah, ich dachte, du wusstest das. Tut mir leid. Ich muss jetzt auch los. Willst du trotzdem rein? Danke. Also für uns war es genauso perfekt. Das hat man noch gesehen. Ihr habt so, ich weiß nicht, so gestrahlt. Ich meine, unter Milliarden Menschen treffen sich genau die beiden, die füreinander bestimmt sind.
Weil es einfach passieren musste. Und dann strahlt hier so das... Naja, das sieht man doch. Seit wann bist du denn so romantisch unterwegs? Also wenn wir schon nicht mitfeiern durften, dann wollen wir jetzt zumindest ein Gläschen mit euch trinken. Oh. Du und Tristan, ihr habt aber auch ganz schön gefunkelt. Das lag bestimmt am Licht. Wie lange willst du mich denn noch durch die Arktis scheuchen? Wir sind gleich da, du Weichei. Christian, ich gehe gleich keinen Meter mehr. Jetzt warte doch mal. Und? Was sagst du? Kann es sein, dass wir hier schon mal waren? Ja. Vor 3 Jahren. Fast auf den Tag genau. Ja, ich erinnere mich. Unser Campingausflug mit Gregor, Sarah und dieser... Coco. Ja. Ich weiß noch, damals war es saukalt, genauso wie heute. Und wir hatten dicke Jacken an, saßen am Lagerfeuer. In der Nacht haben wir uns das erste Mal so richtig unterhalten. Ohne uns anzuschreien oder uns zu beleidigen. Mhm. Bis dahin dachte ich eigentlich immer, was für ein primitives, dummes Arschloch. Ja, danke. Und wie oft seht ihr euch? Was ist jetzt ein Verhör? Also? Oft. Täglich. Danke. Wenn es sich ergibt und er hat keine anderen Affären am Laufen? Nicht, dass ich wüsste. Wow, das ist ja fast eine Beziehung. Und du hast auch? Nein, bei mir läuft auch nichts anderes. Aber wofür haltet ihr mich eigentlich? In der Wissenschaft nennt man das Ausschlussbeweis. Wenn Alessandra ausscheidet, dann müsst ihr euch lieben. Und wir wollen natürlich herausfinden, wer den nächsten Brautstrauß wirft. Stopp. Tristan und ich wollen einfach nur Spaß, okay? Einen Mann zu lieben, das war für mich damals unvorstellbar. In der Nacht begann die schönste Zeit meines Lebens. Für mich auch. Affären sind großartig. Jeder sollte eine haben. Und unsere sieht doch recht vielversprechend aus. Das kommt ganz drauf an. Jetzt kommt die beste Stelle. Climb on the back, I'll take you for a ride. I know a little place we can get there for the break of day. I said in these shoes. Das sollten wir öfters mittags machen. Warum machen das alle Leute immer nur abends? Was für eine Verschwendung von Licht. Solche Menschen machen wahrscheinlich alles im Dunkeln. Was wird das hier gerade? Na was wohl? Die Verführung der zauberhaften Pferdetrainer. Und machst du das auch noch mit anderen Pferdetrainerinnen? Das kann ich nicht. Weil es nur diese eine gibt, die mich mit ihrem Blick aus ihren tiefbraunen, rätselhaften Augen einfach wahnsinnig macht. Then I met an Englishman. Oh, he said. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, ob da vielleicht mehr ist? Ich meine, es ist alles gut so. Ich muss auch nicht ständig darüber nachdenken, ob ich dich... Verstehst du eigentlich, was ich dir sagen will? Nein, ich verstehe überhaupt nichts. Aber das Ganze findet während der Arbeitszeit statt. Könnt ihr mir das erklären? Ich muss meinen Umzug machen. Natürlich. Seit wann muss ich eigentlich bei dir Rechenschaft ablegen? Ja, du stehst nun mal auf meiner Gehaltsliste. Sorry, aber ich muss los. Danke. Wofür? Für die Reise in die Vergangenheit. Es geht alles so schnell. Manchmal vergisst man einfach, wo man hergekommen ist. Oder wo man hingehen wollte.
Olli, ich will einfach nur mit dir zusammen sein. Nur wir beide. Keine Kinder. Ja, es könnte alles so ungezwungen sein. Wir könnten leben, wie und wo wir wollten. Wir könnten unsere Sachen packen und von mir aus 2 Jahre nach New York ziehen oder durch Australien tingeln. Vielleicht will ich gar nicht mehr so frei sein. Genau deshalb sind wir hier. Ich wollte dich daran erinnern, wie es vor Lilly war. Da waren wir auch glücklich. Christian, willst du nicht, dass irgendwas von uns bleibt? Irgendwas, das Bestand hat, das wir weitergeben? Das Vermächtnis von Olli und Christian, oder wie? Du hast selbst gesagt, wir können nicht so tun, als hätte es die Kleine nie gegeben. Ich kann nicht mehr zurück. Ich will einen Schritt weiter gehen. Aber wofür, Olli? Wofür brauchst du dein Kind? Das hat mich Charlie auch schon gefragt. Ich will mein Leben bereichern. Ich will für jemanden da sein. Wenn es sein muss, dann mache ich dafür auch eine auf heile Familie. Da ist nichts Schlimmes dran. Aber ich habe satt, mich dauernd dafür zu rechtfertigen. So ist es nun mal. Tut mir leid. Hi. Weißt du, wo Dana ist? Reiten? Hilft das, wenn man Probleme hat? Probier's doch aus. Ich habe keine Probleme. Was wäre denn, wenn Dana dich zum Beispiel mit Andi betrügen würde? Hä? Dann wäre das ihre Sache. Das wäre dir vollkommen egal. Dana und ich, wir sind kein Liebespaar. Wir haben Spaß zusammen und ich helfe ihr so gut ich kann. Zum Beispiel mit dem Umzug. Hat sie ja richtig Glück mit dir. Wieso? Weil du mit dem zufrieden bist, was du hast. Und nicht das haben willst, was du nicht kriegen kannst. Kill your bed, warm hands down on the broken radiator. And when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? But I don't really want you to stop. Wahrscheinlich war diese Aktion von Anfang an eine total bescheuerte Idee. Du und Olli, ihr seid nicht wie Dana und ich. Ihr wollt euer Leben miteinander verbringen. Du solltest noch mal mit ihm reden. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ach, das. Von meiner Mutter. Keine Ahnung, warum sie bei so einem Kitsch ausgerechnet an Christian und mich denkt. Ist doch klar. Der Schwan ist das Symbol ewiger Liebe und Treue. Stimmt. Schwäne binden sich ihr ganzes Leben. Wobei ich neulich so einen Artikel darüber gelesen habe. Die sind zwar zusammen, aber betrügen sich die ganze Zeit. So treu also dann doch nicht. Aber sie bleiben zusammen. Egal, was passiert. Ja. Bitte einen Kaffee. Christian? Christian! Duschen! Christian! Was ist denn los? Brennt irgendwas? Ich wollte dir nur sagen, es ist völlig okay. Und dass du recht hattest. Das Wichtigste ist, dass wir beide zusammen sind.
Liegt das irgendwie an diesem unglaublich hässlichen Ding? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass mein Leben ohne Kinder nicht vollkommen ist. Aber das ist es nicht. Ohne dich ist mein Leben nicht vollkommen. Und wenn du keine Kinder haben willst, dann ist das auch völlig okay. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als jeden Abend neben dir einzuschlafen. Und auch wenn du tierisch schnarchst. Ja. Was hat das mit diesem Tier hier auf sich? Meine Mutter. Würdest du mit mir verreisen? Wie kommst du denn jetzt darauf? Mal angenommen, du willst ganz spontan für ein paar Tage in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Würdest du mich mitnehmen? Klar, warum denn nicht? Es hat zu lange gedauert. Du bist nicht unbedingt die Spontanste. Was meinst du damit? Naja, erst würdest du mich fragen, warum ich mit dir ausgerechnet dorthin fahre. Dann würdest du noch schnell 10.000 Bücher lesen und die Landessprache lernen. Andi ist ohne mich nach Paris gefahren. Oh. Ja, er wollte mich einladen, aber ich fand das so prallerisch. Und das war einfach nicht Andi. Ich denke einfach viel zu viel und dann auch noch das Falsche. Quatsch, du bist einfach nur die Schlauste von uns und siehst die Dinge oft klarer. Du willst einfach immer nur das Beste für uns und versuchst uns vor Fehlern zu bewahren. Oh mein Gott, Andi hat recht. Ja, ich bevormunde wie ein kleines Kind. Frau Wolf, darf ich Sie einmal herbitten? Was ist es diesmal? Nichts für ungut, Frau Wolf. Ich wollte Sie nur zum wiederholten Male höflichst darauf aufmerksam machen, dass Sie doch bitte den Dienstboteneingang benutzen möchten. Und darf ich Sie bitten, darüber hinaus diese hier anzuziehen? Sie dürfen. Nein, mit deinen schmutzigen Stiefeln hast du schon Mama in den Wahnsinn getrieben. Ich kümmere mich darum, Justus. Natürlich, Frau Wolf. Natürlich, Frau Wolf. Hilfst du mir wenigstens? Ja. Ich habe übrigens gerade mit Mama telefoniert. Die sind total aufgeregt. Oh, komisch. Nur wegen deiner Hochzeit? Die Familie, das Schloss, das ist einfach zu viel. Sie hat übrigens auch nach dir gefragt. Du hast ja doch nichts von Tristan und mir erzählt, oder? Durfte ich nicht? Keine Sorge. Sie haben überhaupt nicht nach dir gefragt. Und außerdem, warum wehrst du dich denn so dagegen? Gib Tristan doch wenigstens eine Chance. Auf, aus Tristan und mir eine Beziehung zu basteln. Du hast mit Hagen und dir schon genug zu tun. Ja. Wie wär's mit Island? Viel zu kalt. Ich habe da mehr an Sonne, Strand, Meer, luftige Kleidung gedacht. Was? Da gibt's heiße Quellen, die sind wie überdimensionale Badewannen. Oh. Wieso eigentlich entscheiden? Wir sind jung, unabhängig. Stimmt. Oh. Wir machen einfach beides. Erst den Norden, dann den Süden. Ich bin dabei. Oh. Hast du auch so einen Durst wie ich? Olli,
Ich vermisse Lilly auch. Meine Liebe, wir bekommen jeden Morgen frische Blumen. Würden Sie also in Zukunft dafür sorgen, dass die Arrangements stets tadellos sind? Sauber. Sehen Sie? Oh ja, ich sehe. Ach, Frau Wolf, darf ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir Ihr Zimmer bereits geräumt haben? Sie können es ja kaum erwarten, mich loszuwerden. Und wo sind meine Sachen jetzt? Auf dem Weg in ein neues Zuhause. Ich habe Justus gebeten, deinen Umzug zu organisieren. Dann bleibt uns mehr Zeit, in eine neue Wohnung einzuweihen. Das verstehst du also unter Hilfe. Du schnippst einmal mit dem Finger und lässt andere deine Arbeit erledigen. Dieses Umzugsunternehmen ist super. Die bügeln sogar deine Unterwäsche. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir heute? Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann sag's mir einfach. Das ist es nicht. Wir beide. Wie lange läuft das jetzt schon? 4 Wochen? Das heißt, wir kennen uns überhaupt nicht. Und du verwirrst mich total und ich weiß nie, woran ich bei dir bin. Sag mal, wirfst du mir gerade vor, dass ich nicht langweilig bin? Ich kenne dich zu wenig, um dir überhaupt irgendwas vorzuwerfen. Du willst, dass ich dir Blumen schenke, jeden Tag 10 SMS schreibe, dir meine geheimen Gefühle und Gedanken offenbare und ewige Treue schwöre. So hätte ich das jetzt vielleicht nicht ausgedrückt, aber... Hey, was wäre denn so schlimm daran? Ja, nichts, aber... Vielleicht bin ich einfach nicht der Richtige dafür. Vielleicht doch. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Was denn? Was denn? Oh, Scheiße. Ich habe diese Kiste ja auch nicht gesehen. Wir müssen uns entscheiden, was uns wirklich wichtig ist. Was unser Leben bestimmen soll und was nicht. Hi, ihr seid ja da. Das Ding war sowieso total kitschig. War das mein Geschenk? Ja, von Ollis Mutter. Jetzt müsst ihr euch wenigstens keine Ausrede mehr einfallen lassen, wo das Ding geblieben ist, wenn Ollis Mutter zu Besuch kommt. Oft entscheiden wir uns zu spät. Wir haben alle Botschaften übersehen und nicht einmal versucht, das Unvermeidliche zu verhindern. Wie viele Chancen bekommen wir? Vielleicht sollte ich mir einfach nicht so viele Gedanken machen und meine Träume Träume sein lassen, ohne ständig nach der versteckten Botschaft zu suchen. Ich muss mich auf das konzentrieren, was mir im Leben am wichtigsten ist.